Hier ist Morten von Englisch und ich glaube, dass wir haben 1 oder 2 Interviews zurück, vorher wir nach Hause gehen. Und es freut mich sehr, dass wir haben mit einem Kollegen im Innendienst gesprochen und dann sollen wir mit einem Kollegen von Außendienst aussprechen. Ja. Andreas, Morten. gut dir zu sehen. Hi. Ich muss sagen, dass du haben eine sehr fantastische Kunde in Märklin. Ja. Wir haben da geworden, es war fantastisch. Wie lange hast du diese Kunden gehabt? Den habe ich jetzt seit bestimmt betreut. Also ich kenne ihn wahrscheinlich seit 30 Jahren. 30 Seit 30 Jahren. Erst über Papierhandel und dann jetzt bestimmt seit 25 Jahren im Druck. Das ist Und wenn ich euch seit ein paar Tagen gesehen habe, das sieht aus, dass man als eine Freundschaft haben. Ne? Ja. das ist, Ja. Ist das schwer, wenn man im Verkauf ist? Weil man muss beide so viel Geld als möglich verdienen oder dasselbe Zeit muss man auch ein Freund werden. Wie funktioniert das? Das ist schwierig, wobei wir sind so ehrlich zueinander. Es gibt Preise, wo ich sagen kann, das ist mein Limit. Ja. Und das kann ich dir machen. Und wenn es passt, ist gut. Und wenn nicht, dann musst du halt woanders Ja, hingehen. ja. Das ist so. Ja. Aber im Außendienst, ich finde es immer so viel Spaß, wenn man in Deutschland Innendienst und Außendienst sagt. Das sagt man in Nordeuropa als die Minister von einer Political Party in der Regierung. Ja? Ja. Aber Außendienst hier, das ist eigentlich Verkauf zum Neukunden und so. Ja. Und schon hast du dieselbe Kunde in 30 Jahren. Ja. Das ist das. Ist es eine neue Verkauf jedes Mal, oder? Ja, so ungefähr. Es ist die Mischung wahrscheinlich, die es macht. Aber es ist ja leider so, dass das Wenigste von alleine kommt. Sondern du musst da immer grundsätzlich dahinterher sein. Du musst hinterher telefonieren. Du musst sagen, was macht das? Was ist der Stand da? Bleibt die Auflage? Es ist ja nie es ist selten so, dass das von alleine kommt, sondern man muss da was für tun. Ja. Und dann ist es im Grunde egal, ob es ein neuer Kunde ist oder ein alter Kunde. Du musst dich bei den Alten ja meistens genauso anstrengen wie bei den neuen Kunden. Ja. Aber ich glaube, dass wenn man die Druckindustrie, wir haben diese Woche hierüber gesprochen, dass es ist eine sehr wettbewerbte Industrie und ich glaube, dass da muss auch als Außendienst, da muss es immer ein Druck von oben werden, dass man muss mehr und mehr verkaufen. Ja, wobei ich mache den Job jetzt so lange, es ist kein Chef irgendwann mal zufrieden und sagt, oh stopp, keine Aufträge mehr, sondern es heißt ja immer, wir brauchen mehr, was ja auch völlig legitim ist. Aber und wie schwer ist es? Also ich meine, ich habe es selbst in Verkauf seit Menge Jahren, aber ist es schwer oder ist es immer nur überpreisen oder was ist die wichtige, wenn man einen neuen Kunden angreift? ich glaube, es macht die Mischung. Du brauchst immer das Quäntchen Glück, dass du in dem richtigen Moment an der richtigen Stelle bist. Und natürlich, ich glaube, du verkaufst zwar das Produkt, aber es muss auch einfach, die Chemie muss passen. Ja. Und wenn du das hast, oder du gehst mit den Kunden essen, das ist schon mal, glaube ich, die halbe Miete. Der Rest, das Produkt können dir viele liefern. Ich glaube, das Vertrauen. Aber ich glaube, ich bin hier in einer Woche und wenn ich sehe, welche Produkte sie hier produzieren, ich weiß, dass es nichts einfach ist, aber es ist sehr gute Produkte. So, ich glaube, es ist nicht so oft, dass sie über Qualität sprechen. Ja? Nein, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Ja. Du musst heute sowieso, dass du Qualität lieferst, ist eine Selbstverständlichkeit. Und wie in der Zukunft, weil alles sagst, dass es geht schwer und schwer in dieser Industrie. Hast du dieselbe oder findest du, dass es da schon ganz große Möglichkeiten in dieser Industrie? Oder? Der Markt wird schon kleiner oder der Bedarf wird kleiner, aber ich glaube, du kannst ja deswegen nicht aufgeben. Du musst ja jeden Tag trotzdem was machen. Und ich glaube schon, dass wir mit ein bisschen, du brauchst das Quäntchen Glück. Das ist laut, bin ich überzeugt von. Du musst im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Und wenn du das machst und mit ein bisschen Fleiß und mit ein bisschen noch mehr Fleiß, dann denke ich mal, da hast du schon Chancen, dass du trotzdem neue Kunden bekommst oder neue Aufträge. Wir haben in dieser Woche gesprochen ein bisschen über, wie die Märkte, und ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich hoffe, dass Kohlhammer bekommt eine Nische-Druckerei, die fokussiert an diesem Markt. Aber das wird ein Markt vielleicht größer geografisch sein. Könnten Sie auch hier bedienen Kunden in anderen Ländern oder ist es am meisten deutschen Kunden? Oder?
Also früher war das eigentlich so immer, dass umso näher der Kunde, umso besser oder auch andersrum, umso weiter dein Kunde entfernt ist, umso kleiner ist deine Chance, dass du ihn nachher rüberziehst. Aber inzwischen ist, glaube ich, die Entfernung nicht mehr das Problem. Ja, ich weiß, die haben Kunden in den USA, ja. Genau, das ist egal, ob das USA oder Schweiz haben wir sehr viele Kunden, Frankreich. Die Entfernung ist sie macht es leichter, umso näher dein Kunde dran ist. Ist klar, dein Nachbar druckt schneller bei dir, wie wenn du 1000 Kilometer fahren musst. Selbstverständlich. Aber es ist nicht der springende Punkt, glaube ich. So, es ist wieder immer, dass man hat dieses Vertrauen in die als Mensch, aber auch die Unternehmen und selbstverständlich, dass man die richtige Produkte haben und die richtige Sache. Ja. Genau. Das Produkt, dass es dann hoffentlich genau hier reinpasst und auch der Nutzen dann für beide Seiten einfach der größte ist. Schon haben wir eine Familienparty. Ja. Wie ist es hier so werden heute? Sehr schön. Es ist immer wieder, ich finde, so Feiern müsste man viel öfters machen. Ja. Es gibt eine gute Stimmung auch zwischen beide Kunden, aber auch mit Kollegen. Ja, Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch schön, wenn der Drucker mit dem Kunden spricht oder der Falzer mal die Kundschaft kennt, weil dann ist der Bezug zueinander einfach da und es ist nicht so steril. Ja. Und vor allem, deine Kunden sind ja immer nette Menschen. Ja, mit denen kommst du ja gut aus. Du hast mit denen ja ein sehr gutes Verhältnis, dann ist es ja was. Und ich glaube, dass wenn man in eine Treff wie diese, dann kann man auch mehr menschlich sein, weil es gibt nicht über Zahl und gibt nicht über eine File oder so. Es gibt nur, wie funktioniert es zwischen uns. Ja? Fantastisch. Andreas, danke sehr. Gut, dass du Ich danke. Okay, klar.